Depressionen haben immer noch in der Gesellschaft das Problem, dass sie nicht ernst genommen werden. Spätestens sollten die Eltern hellhörig werden, wenn ein Jugendlicher wirklich nicht mehr in der Lage ist, seine schulischen Aufgaben zu erfüllen und Aktivitäten streicht, also zum Beispiel Besuch des Sportvereins, der vorher Spaß gemacht hat. Auch Schlafstörungen können ein Zeichen für Depressionen sein und natürlich auch eine gereizte Stimmung. Wichtig ist, dass man sich nicht immer mit den Besten vergleicht. Und wichtig ist auch, dass du nicht von dir selbst Dinge erwartest, die du von deinem besten Freund nicht erwarten würdest. Das ist, glaube ich, so ein guter Gradmesser. Also wie würdest du in der gleichen Situation mit deinem besten Freund umgehen? Das Stichwort Selbstwertgefühl ist sicherlich sehr wichtig. Es ist so, dass der Leistungsdruck, den Jugendliche verspüren, nicht immer von den Eltern ausgeht, aber häufig von den Jugendlichen auf die Eltern projiziert wird. Das heißt, der Jugendliche oder die Jugendliche nimmt es so wahr, dass die Eltern eine hohe Leistung erwarten, auch wenn die eigentlich der Meinung sind, dass sie da keine hohe Erwartungshaltung aufbauen. Und insofern ist es so, wenn das Thema Leistung eine Rolle spielt, dass wichtig ist, dass man nicht darüber diskutiert, ja, aber wir erwarten doch gar nicht so viel von dir, sondern wenn man andersrum positives Feedback gibt für die Dinge, die gelungen sind und dabei wirklich auch an einer niedrigen Schwelle anfängt. Also das heißt, ein positives Feedback sollte es eben nicht nur geben, wenn die Jugendliche eine Eins nach Hause bringt, sondern auch, wenn irgendwas anderes gut gelungen ist. Zum Beispiel ein sehr volles Wochenprogramm erfolgreich zu absolvieren. Soziale Medien stellen ja eine virtuelle, also eine Scheinwelt dar. Und es ist wichtig, Jugendlichen zu vermitteln, dass diese virtuellen Medienwelt nicht der Realität entspricht. Tatsächlich ist es ja so, dass sehr, sehr viele Bilder nachbearbeitet sind. Aber selbst bei nicht nachbearbeiteten Bildern ist es so, dass die meisten Menschen dazu neigen, die auf Social Media irgendwas posten, dass sie Dinge posten, die positiv sind, die gut gelaufen sind, die schön sind. Also das heißt, wenn man da reinguckt, egal welches Medium man jetzt nimmt, ob das WhatsApp ist oder TikTok oder Instagram, da sieht die Welt so aus, als wenn die Leute privat permanent im Urlaub sind, dauernd irgendwelche tollen Freizeiterlebnisse haben und außerdem stimmungsmäßig dauernd high sind. Und das entspricht nicht der Realität. In Bezug auf Social Media ist ganz wichtig, dass man Menschen folgt, die einem wirklich positive Botschaften vermitteln und ein gutes Gefühl geben. Es ist häufig auch sinnvoll, dass man die Nutzung von sozialen Medien deutlich reduziert. Das hängt aber natürlich vom Einzelfall ab und man sollte auf jeden Fall auch Leute oder Kanäle, von denen man merkt, dass sie einen dauernd runterziehen, eher zur Seite schieben und blocken. Dann ist es wichtig, dass man für sich selbst auf Dinge achtet wie Tagesstrukturierung. Also das heißt, es ist hilfreich, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Es ist hilfreich, eine Stunde vor dem Zubettgehen das Handy zur Seite zu legen. Es kann hilfreich sein, einfach den Wochenplan zu entrümpeln und dort Dinge rauszunehmen. Es kann hilfreich sein, dass man regelmäßige Mahlzeiten einhält. Und es ist wichtig, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass du okay bist, so wie du bist. Es gibt gerade zum Thema Depressionen eine ganze Reihe von Initiativen. Zum Beispiel gibt es eine Depressionsinitiative von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es gibt Sorgentelefone für Schüler und es gibt Beratungsstellen. Und natürlich ist auch möglich, dass du dich mit diesem Thema wendest, beispielsweise an deinen Hausarzt oder an deinen Kinder- und Jugendarzt oder natürlich auch direkt an einen Kinder- und Jugendpsychiater. Aber nach meiner Erfahrung ist die Schwelle, sich direkt an einen Kinder- und Jugendpsychiater zu wenden, oft sehr hoch. Und deswegen sind meiner Meinung nach die Beratungsstellen eigentlich der wichtigste Tipp. Und das ist oft
einfacher und schneller als im medizinischen System sich Hilfe zu suchen. Auch Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten können direkt angesprochen werden, aber da sind in der Regel längere Wartezeiten eben zu erwarten. Diese Beratungsstellen heißen manchmal Familienberatungsstelle, manchmal Erziehungsberatungsstelle, manchmal Familien- und Jugendberatungsstelle. Da musst du einfach gucken, was in deinem Ort oder in deiner Stadt angeboten wird. Aber es gibt mit Sicherheit auch in deinem nahen Umkreis Möglichkeiten, wo du dich kurzfristig hinwenden kannst. Und ich verspreche dir, wenn du mit einem Thema anrufst, was mit Depression zu tun hat, du wirst innerhalb von sehr kurzer Zeit dort einen Beratungstermin erhalten.